In 2024 gibt es die 4. Auflage des GA Poison Wing. Wir haben jetzt eine etwas höhere Streckung als beim Vorgängermodell, ein komplettes neues Panel-Layout und auch der Frontbogen hat hier im Unterschied zum Vorgänger jetzt 18 Segmente. Das Vorgängermodell hatte nur 12. Das heißt halt, die Spannung auf dem gesamten System hier ist natürlich deutlich erhöht. Die Frontschlaufe ist im Unterschied zum Vorgänger ein klein wenig dünner und etwas größer geworden und lässt sich aber trotzdem weiterhin gut führen, der Wing. Unverändert ist das Design der Griffe. Wir haben 2 mittellange Carbon-Handles. Hier, die können auch gegen Soft-Handles über Schrauben ausgetauscht werden. Die Dicke der normalen Carbon-Handles hier ist wohl dimensioniert, mit Handschuhen als auch ohne Handschuhe sehr gut zu greifen. Zudem wurde der Fronttube-Messer ein klein wenig reduziert und auch die abgeknickte Mittelstrut ist jetzt nicht mehr ganz so progressiv ausgeführt. Be- und entlüftet wird dieser Wing über 2 separate Subventile. Bei den verwendeten Materialien ist der Wing an sich gleich geblieben. Wir haben ein hochfestes Dacron-Material, das mit einer zusätzlichen Polyesterfadenunterstützung im rechteckigen Format daherkommt. Verschlossen ist die Fronttube mit einer Kedernaht, die von der Innenseite gedoppelt und vernäht ist. Hauptsächlich zum größten Teil besteht das Flugtuch aus einem Triple Ripstop Material. Nur die gesamte Abrisskante ist aus einem zusätzlich nochmal hochfesten und etwas schwereren Double Ripstop Material gefertigt. Die entscheidenden Stellen, die durch ein Schleifen auf dem Boden oder dergleichen halt verschleißen könnten, sind hier mit Kevlar-Materialien doch recht üppig verstärkt. Weiterhin haben wir für das insgesamt recht flache Profil ein kleines Infell-Panel, was nach vorn und hinten leicht geöffnet ist. Zu dem neuen Panel-Layouten wurden auch die Fenster neu positioniert. Nebst einer guten Tuchstraffung haben wir eine insgesamt sehr erwachsene Verarbeitung. Sehr aufwendig ist das Ganze hier gestaltet und es macht einen insgesamt halt doch nochmal deutlich professionelleren Eindruck als im Vorgängermodell. Getestet haben wir diesmal für euch auch wieder 4,2 und 5,2 Quadratmeter vom GA Poison. Und auch bei den beiden Größen war wieder ein kleiner Unterschied zu erkennen. Der 5,2 Quadratmeter Poison war insgesamt völlig ausgewogen, ausbalanciert und auch von seinem Lift und dem Easy Handling sehr nah an dem Cross. Klein bisschen weniger Lift insgesamt. Und beim 4.2er ist das Ganze halt mit ein bisschen mehr Führung versehen vom Fahrer, sprich halt etwas mehr Kontrolle über die hintere Hand ist hier notwendig. Aber der neue Frontbogen, das neue Panel-Layout, auch die höhere Anzahl von Segmenten haben dem beim Anpumpvorgang hier einen etwas länger gezogenen Anpumpvorgang optimiert gestaltet. Das war vorher beim 4.2er, bei dem Vorgängermodell etwas hochfrequenter. Jetzt fühlen sich halt 4.2 und 5.2 doch deutlich ähnlicher an, was halt die Anpumptechnik und das frühe Losfahren angeht. Im Vergleich der Freeride und Freestyle orientierten Wings ist der GA Poison hier mit guten bis sehr guten Leistungen ausgestattet. Die Griffe sind optimal im Druckpunkt angeordnet. Das heißt, hier ein mittiges Greifen auf beiden Griffen ist schon in der Regel das Optimum. Um jetzt bei den besten Wings nochmal zusätzlich punkten zu können, wäre es schön gewesen, wenn wir an dem vorderen Handle noch mehr Länge gesehen hätten, damit man hier die neuen Tricks mit Passes und dergleichen nochmal einfacher durchführen kann und auch halt ein Fliegen des Wings an einer Hand einfach möglich wäre. Im Fliegen ist der Poison jetzt ein noch ruhigerer Wing als das Vorgängermodell. Das kommt durch das etwas höhere Aspektratio. Die Beschleunigung ist gleichmäßig und zügig und auch die zu erreichende Endgeschwindigkeit ist insgesamt im Vergleich gut.
Gleiches gilt für das Anwendverhalten. Man kommt hier mühelos nach Luft, man braucht keine größere Anstrengung und insgesamt verhält sich der Wing sehr neutral und ruhig dabei. Nur im absoluten Grenzbereich, also bei wirklich sehr starkem Wind und wenn es sehr böig ist, dann kann man eine ganz leichte Bewegung der Abrisskante feststellen, was aber den insgesamt harmonischen und angenehmen Fahrzustand nicht stört. Das ist auch ein klarer Punkt, der zum Vorgängermodell hier deutlich verbessert wurde. Der Poison bedarf halt hier keinerlei Führung mehr. Er stabilisiert sich in allen Positionen doch ziemlich selbstständig und man muss da auf der hinteren Hand überhaupt nicht nacharbeiten. Also das ist wirklich sehr, sehr ausgewogen. Auch harmonischer wirkte insgesamt halt das gesamte Manöverhandling. Vorneweg war schon alles, was mit Halsen und dergleichen angeht, also alle Manöver vor dem Wind, waren schon unproblematisch beim Vorgängermodell. Halt nur beim Manövern gegen den Wind, bei Tags, hat der Poison ein klein wenig nach Luft reingetickt. Das Ganze wurde vollständig neutralisiert. Wir haben jetzt halt in allen Manövern einen sehr schnell umlegenden Wing, der neutral ausbalanciert ist und eher schon im spielerischen Segment angesiedelt ist. Also man spürt halt neben der guten Ausbalanciertheit auch jederzeit, dass wir weniger Widerstand gegen den Wind hier mit diesem Wing produzieren und das ist natürlich in allen Fahrzuständen halt definitiv sehr, sehr angenehm. Neben der Tip-to-Tip-Balance, die wirklich optimal ist und dem reduzierten Widerstand gegen den Wind, ist natürlich klar, dass das Führen des Wings in der Welle hier jetzt auch ein etwas besseres Ergebnis abliefert als beim Vorgänger. Das sind immer jetzt keine Riesenwelten, aber man sieht halt einfach eine wirklich kontinuierliche Entwicklung, die das Ganze zu einem hochmodernen und wirklich absolut leistungsstarken Wing werden lässt. Also da kann man nur sagen, das ist wirklich gut, was der GA momentan halt macht, was die Entwicklung seiner beiden Wing-Modelle angeht, weil das halt wirklich kontinuierlich weitergeht und immer die Kleinigkeiten, die dann halt noch verbesserungswürdig sind, die werden momentan einfach halt ins Positive verändert. Spürbare Fortschritte hat der Poison auch in puncto Freestyle und Springen gemacht. Er ist aufgrund seiner Neutralität, besonders was das nach Luftticken angeht, hier jetzt überhaupt nicht mehr problematisch oder man muss dem Ganzen keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Er ist extrem leicht ausgewogen in diesem Bereich. Der Unterschied halt zu der absoluten Spitzenliga, das heißt halt Wings, die jetzt aus Alula-Material ihr Fronttube und Strut-Gerüst haben oder aus anderen extrem steifen Tüchern, die haben einfach nochmal einen Vorteil, dass sie gerade, was den Absprunggeschwindigkeit angeht, holen da noch teilweise nochmal mehr raus. Da geht dann einfach nochmal insgesamt ein bisschen mehr. Vergleicht man es mit allen Wings halt, die jetzt aus ähnlich hochwertigen konventionellen Materialien wie der GA Poison gemacht sind, so ist hier die Leistung ebenfalls wieder gut bis sehr gut. Und so teuer wie Alula ist das Ganze hier natürlich nicht. Das, was uns am positivsten auffällt an dem GA Poison, ist, wie schon zuvor erwähnt, diese gesamte Entwicklung bei GA, dass halt von dem ersten Modell bis zum 2024er Poison, dass immer weiter stufenweise immer jeweils einen Schritt weitergegangen wird. Da geht es um Materialkombinationen, halt die perfekte Outline gewählt wird, eine optimale Balance hergestellt wird. Das alles führt zum Schluss zu einem begehrenswerten Produkt und zu einem auch im Wettbewerb wirklich gut vergleichbaren Wing-Modell, was hier sich in keiner Weise verstecken muss. Besonders gut ist das Ganze geeignet halt für Einsteiger, die aufgrund der Neutralität
von der leichteren Gewichtsklasse bis zu mittleren Gewichten. Im schwereren Körpergewichtsbereich eignet sich natürlich für einen Einsteiger ein Cross, den wir zuvor getestet haben, noch besser, weil er noch mehr Lift hat und noch mal ein bisschen mehr Grundzug als der Poison. Und das Ganze geht dann über den Fortgeschrittenen bis hin zum Profi, der hier ohne weiteres halt alles, was heutzutage Modernes machen kann. Klar, ein bisschen Veränderung nochmal in dem Griff-Setup können wir uns vorstellen, dass wir da noch ein kleinen Tickelchen moderner unterwegs sind. Aber ansonsten ist das hier echt ein astreines Ergebnis, welches sich einfach in allen Disziplinen sehr angenehm fliegen lässt. Und angesichts der hochwertigen Materialkombinationen, die hier GA für den Poison gewählt hat, geht der Verkaufspreis von 1.129 € bei 5,2 Quadratmeter von unserer Seite auch wirklich völlig in Ordnung.